Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf weplayhandball.de. Heute mit einer Übersicht über die neuen Handballschuhe von Hummel, einer der Traditionsmarken bei uns im Shop. Wenn ihr wissen wollt, was Paul Drucks und Fabian Wiede nächste Saison am Fuß tragen, dann schaut jetzt genau hin. Starten wir zunächst mit den Kinderschuhen bei Hummel. Da haben wir zum einen den Root Kinderschuh für 30 € und den Aerocharge für 60 €. 60 € halte ich hier für den Schuh ein bisschen für überteuert, aber die 30 € Variante ist das Geld definitiv wert und reicht für den Einstieg, gerade bei den Kids, auf jeden Fall aus. Dann gibt es eine neue Farbe vom Aero Volley, dem neuen Volleyballschuh von Hummel. Da hat sich im Gegensatz zur letzten Saison nicht viel getan. Wenn ihr da Detailinfos braucht, schaut euch gerne die Review an. Dann kommt hier das Einsteigermodell von Hummel, der Root für 60 €. Ordentliches Modell, von der Verarbeitungsqualität für einen 60 € Schuh auf jeden Fall gut. Auch einer der meistverkauften Einstiegsschuhe bei uns im Laden und das hat auch seinen Grund. 60 € hier für absolut angemessen. Dann kommen zwei neue Schuhe, die ich sehr, sehr gut finde. Einmal der Dual Plate Skill und einmal der Dual Plate Power für 100 € und für 120 €. Gerade vom Dual Plate Power bin ich tatsächlich relativ angetan. Hat eine gute Verarbeitung, ein One-Piece Upper, sehr stabil, hohe aufschließende Sohle für eine gute Stabilität und einen guten Grip in allen Lagen auf dem Spielfeld. Von daher für 120 € auf jeden Fall im stabilen Bereich. Ein richtig guter Schuh. Dann kommen wir jetzt zum Aerocharge 180, für 80 € das Einsteigermodell in der ganzen Speed Range, die jetzt hier links von mir kommt. Für 80 € auf jeden Fall angemessen, Verarbeitungsqualität okay, Dämpfung in Ordnung, als Einstiegsmodell in die Speedlinie auf jeden Fall in Ordnung, allerdings nichts für ambitionierte Handballerinnen und Handballer. Dann kommen wir hier zum Modell Aerocharge 200 für 100 €. So eine halbe Booty-Variante ist ganz interessant gemacht. Also hier eine geschlossene Seite, keine freie Zunge, auf der anderen Seite allerdings frei. Macht das Ganze gerade in der Innenstabilität sehr steif, nach außen nicht ganz so stabil, Verarbeitungsqualität in Ordnung, Dämpfung in Ordnung, für 100 € auf jeden Fall für den fortgeschrittenen oder die fortgeschrittene Spielerin auf jeden Fall ein interessantes Modell. Und dann kommen wir zu den beiden Top-Modellen im Speed-Bereich. Einmal den Aerocharge Engineered und einmal den Aerocharge Supreme Knit für 130 € für 160 €. Das Besondere daran, dieses Knit-Upper-Material, sehr leicht, sehr atmungsaktiv, trotzdem stabil, auch ein One-Piece-Upper, hier sogar als Booty-Konstruktion beim 160 € Schuh Supreme Knit. Ich bin nicht komplett davon überzeugt. 160 € ist sehr, sehr viel Geld und da tummelt sich der Aerocharge Supreme Knit in einem Bereich, wo andere Marken tatsächlich etwas mehr Geld dafür anbieten. Dafür finde ich ihn nicht ganz so wertig, aber trotzdem diese Booty-Konstruktion, dieses angenehme Upper-Material mit diesem Knit-Material ist auf jeden Fall im Tragekomfort top. Bei der Dämpfung und beim Grip gibt es teilweise in der Preisklasse bessere Schuhe. Nichtsdestotrotz interessantes und gutes Modell von Hummel für die Saison 1920. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, schreibt uns, wenn nicht, gerne auch. Wir diskutieren gerne mit euch auf Facebook oder hier im YouTube-Channel und natürlich auf weplayhandball.de. Bis zum nächsten Mal.